Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Schönen Abend, liebe Schwestern und Brüder. Noch immer begleitet uns der Prophet Elia durch die Lesungen dieser Tage. Mose wurde auch ihm eine Gottesbegegnung auf dem Berg Horeb geschenkt. Und wie Mose Angesicht, denn Gott wohnt in einem Licht, dem keiner nahen kann. Doch Gott offenbart sich ihm als dem Mose. Auch wir begegnen Gott in dieser Stunde, werden wir still vor ihm. Bekennen wir, dass uns die ihm trennt und erbitten sein Erbarmen. Herr, erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, deinem Willen gehorchen, in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Christus. Lesung aus dem Heiligen Lesung aus Könige. In jenen Tagen kam Elia zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Komm heraus und stell dich, zog der Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen, ging dem Herrn. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, es hüllte er sein Gesicht in den Mantel und trat hinaus und stellte sich an den Eingang. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? Er: Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten missachtet haben. Und trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach der Bist du dort angekommen, zum König über Aram. Jehu, der Sohn Nimisch, sollst du zum König von Israel salben, und Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. Wort des lebendigen Gottes.
Halleluja, Halleluja. Haltet fest am Worte Christi, leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja. Er sei mit Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, was gesagt worden ist, du sollst die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in der Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in der Hölle ist gesagt worden. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ist ein allmächtig und allgegenwärtig, als Ursprung aller Dinge auf diesem Erde. Der Prophet Elia auf dem Berg Gottes Horeb, wo er in einer Höhle hatte. Da wartet er auf die Begegnung mit dem Herrn. Es kam eine starke Sturm, aber Gott auch da war Gott nicht. Dann kam ein Feuer, auch da war Gott nicht. Zum Schluss ein leises Säuseln in den sich Gott im Evangelium setzt Jesus seine Bergpredigt fort, indem er seine Jünger auffordert, über die bloßen Bestimmungen des jüdischen Gesetzes hinauszugehen. Er fordert sie, toleranten Standard her. Liebe, uns packen, wie beim Propheten das aufgewöhnliche. Er müsste eine Beziehung zu uns haben, verschiedene Arten präsent. Wir tun, um unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, zu Familienmitgliedern. Beziehungen können einfach
oder sehr komplex und schwer zu fliegen sein. Und waren jedoch, dass wir offen vor Gottes Wirken sind und für die Schwestern. Beziehung ist das Wesen Gottes und auch das unseres Lebens als Menschen. Die Beziehung zu Gott ist etwas, das wir, aber es erfordert Mut, auch Geduld hin offen sein für Gottes selbst bei gewöhnlichen oder unerwarteten. Amen. Jesus lehrt uns, Gott und auch die Menschen mit anderen Augen zu sehen. So wollen wir ihn bitten. Sei allen nahe, Herr, die dein Wort verkündigen, dass sie eine Sprache finden, die von den Menschen verstanden wird. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. stärke alle, die Menschen begleiten, die körperlich oder seelisch erkrankt sind, und gib vollen Sinn und Geduld. Herr Jesus Christus, Wir bitten dich, erhöre uns. lohne das Engagement aller Menschen, die sich um Verarmte, um Obdachlose und andere Notleidende kümmern, die ihnen ihren Dienst nicht vergelten können. Herr Jesus Christus, Wir bitten dich, erhöre uns. wecke in jungen Christen die Bereitschaft, sich in deinen Dienst Gottes Reich, das anders ist als unsere Welt, zu verkünden. Herr Jesus, nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit. Wir bitten dich. Herr Jesus Christus, Bruder und Herr, in alle Ewigkeit. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht, die Erde. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht. Uns das Brot des Lebens bringt. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht, den Weinstock und menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heiles wird.
dem allmächtigen Vater, Herr unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sagt, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, und überall zu danken, für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deiner Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes und an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern, sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern, sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die schlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. In dein Reich auf, wo sie das schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter, mit deinen allen, die von Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit, dem Wort unseres Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht der Herr hat zu seinen meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke deinem Willen Einheit und Frieden. Euch. Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, liebe Schwestern und Brüder, wegnehmt die Sünde der Welt. Herr, wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Christi haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus, damit wir mit ihm auch zur Herrlichkeit gelangen, der und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz und Hagel und jedes Unheil von euch fern. Es segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Schönen Abend.